ungefähr. So. Toll, jetzt habe ich die Kamera falsch schon dran gemacht. Naja, die Zeit habe ich. So, schönen guten Tag. Mein Name ist Ruti. Ich bin auf meiner dritten Motorradreise in Südamerika. Und oh Mann. Das hier ist Bogotá. Ein Verkehrschaos. Bisher war Lima die schlimmste Stadt mit dem schlimmsten Verkehr. Ich würde sagen, Bogotá ist gleich auf. Ich verlasse Bogotá heute. Es nieselt hier leicht. Es ist in Bogotá, ist immer quasi englisches Wetter. Also es regnet jeden Tag so ein bisschen. Es kann mal mehr regnen, mal weniger. Es kann in 10 Minuten schütten, dann kann es wieder trocken sein. Es sind immer so ungefähr 20 Grad. Verkehr ist schlimm, wie gesagt. Ich fahre heute zum Süden raus. Ich hoffe, das ist besser, weil ich bin schon mal zum Norden rausgefahren, Ausflug gemacht nach Vila de Leyva, ein bekannter Touri-Ort. Da fährt man die Autopista Norte. Und das ist eine absolute Katastrophe. 10 Kilometer, eine Stunde. Also du brauchst dann 2 Stunden, um irgendwie 20 Kilometer aus Bogotá rauszukommen. Ich hoffe mal, dass es jetzt besser ist. Mein Ziel, um darauf zurückzukommen, ist die Tatacoa-Wüste. Also ich fahre wie gesagt nach Süden raus. Hier sieht man noch ein bisschen was von Bogotá. Hier sieht man auch schon so, wie der Verkehr so ist. Das hier ist noch, jetzt ist eigentlich wenig Verkehr, weil wir haben 12:25 Uhr, um 12 Uhr habe ich die Wohnung übergeben. Deswegen komme ich jetzt erst weg. Und ich habe aber gestern schon getankt, hatte dann schon alles aufgeladen, dass ich quasi nur noch den bezahlt habe und dann abgehauen bin. Und ja, die Strecke zur Tatacoa-Wüste, ich habe jetzt mal ein Dorf am Anfang der Wüste rausgesucht, einfach nur so als Anhaltspunkt. 233 Kilometer, knapp 5 Stunden. Ja, sobald es dunkel wird, werde ich irgendwo anhalten, stoppen. Freue mich jetzt wieder loszufahren. So ein bisschen traurig, weil Bogotá, es ist jetzt keine Schönheit, wie ihr seht, so, aber es ist eine 8-Millionen-Stadt oder so, eine Riesenstadt. Es ist halt Gastronomie und so ist hier halt ganz groß. Hier kann man halt super geil weggehen. Ja? Jeden Tag in geile Restaurants, geile Bars, geile Craft-Beer-Bars, ja, Salsa-Schuppen, wo halt richtig getanzt wird. Also hier wird halt einfach, ja, es sind so Restaurants und da wird Salsa gespielt, da stehen die Leute auf und tanzen Salsa und so. Und es ist auch so Paartanz, das kann hier jeder ab weiß ich nicht, 7 oder so. Ja? Und das ist halt super geil.
Also, Bogota habe ich verlassen. Knappe Stunde habe ich gebraucht. Ich laufe hier mal vor, weil es ist witzig. Der Stopp hier heißt, der erste Stopp, La Primera Parada. Ja. Und ja, Natur ist schon ganz schön, aber es ist natürlich hier noch so Autobahnausläufer und so. Mal gucken, wie die Straße so wird. Es sind ungefähr 22 Grad. Ja, ich sehe, hier gibt es Hühnchen und Arepas. Da essen Leute. Das sieht ganz gut aus. Ja, Kochbananen, Kartoffel. Das sieht alles sehr gut aus. Buenas tardes. Jetzt weiß man nicht, wie lange man hier steht. Der hat hier die Beine ausgezogen. Der macht da irgendwas mit dem Kran. Kann sein, dass man jetzt hier mal eine halbe Stunde steht oder so. Oder eine Stunde. Oder auch nur 5 Minuten. Aber mit diesen Beinen, das sieht ja schon eher so aus, als würde er da länger was machen. Ich glaube, ich versuche mal da hinten rumzufahren. Das probiere ich. Buenas. Oh, das wird eng hier. Aber das schaffe ich. Boah. Hahaha. Ausgetrickst, Freunde. So, ich habe jetzt hier getankt. Oh, hier sind viele Moskitos. Ich wurde ja schon gewarnt. Jetzt habe ich mal geguckt. Ich bin jetzt weitergekommen, als ich gedacht habe. Aber in einer Stunde ungefähr wird es dunkel. Jetzt habe ich hier mal was eingegeben, so ein Ort, 20 Minuten. Ich soll halt hier in den nächsten Ort, wurde mir abgeraten zu übernachten wegen diesen Moskitos. Es sind 34 Grad hier. Das ist das Besondere in Kolumbien. Da es überall so hügelig ist man halt in einer halben Stunde ist es dann irgendwie, wenn dann die Berge in den Bergen ist, in einer halben Stunde ist man dann irgendwie auf 15 Grad und dann fährst du eine halbe Stunde runter auf 30 Grad. Und so ist es jetzt halt auch so. Jetzt ist es hier brutal heiß und Moskitos und so, das gab es halt in Bogota gar nicht. Bogota ist eher so Wetter wie Deutschland im, weiß ich nicht, Frühling oder so. Das gibt das ganze Jahr, ist halt so 20 Grad und Regen. Ich habe das Gefühl, ich bin schon gestochen worden. So, jetzt habe ich hier einen Kaffee getrunken, so einen kalten, so einen
ja, Granizada, also ich weiß nicht, das mit Pulver, glaube ich. Und hier hatte ich jetzt bezahlt mit Karte. Es ist bei mir auf dem Handy war es bezahlt, aber bei denen ist es nicht durchgegangen. Haben die gesagt, so ja, ich muss warten. Dann habe ich gesagt, ja, ich trinke hier einen Kaffee. Könnt ihr da, haben sie die Hotline angerufen, sind sie natürlich nicht durchgekommen. Und nach einer halben Stunde habe ich aber eine Rückzahlung bekommen. Und dann habe ich, okay, die Rückzahlung ist da. Jetzt habe ich in Cash bezahlt. Also, ja, in Kolumbien geht das alles immer super gut, normal. Aber manchmal eben auch nicht. Man sollte immer Cash dabei haben. Ich bin jetzt ganz nah an dieser Wüste und hier tröpfelt es aber. Also ich habe, kann man das sehen, mein Visier ist nass. Und hier sind auch so Reisfelder und hier steht so unter Wasser. Hier sieht es trocken aus, aber da ist schon Wasser. Ich habe jetzt beschlossen, ich fahre noch mal ein Stückchen weiter, vielleicht so eine halbe Stunde oder so. Beim nächsten Hotel, was ich sehe, was annehmbar aussieht, halte ich mal an, frag mal. Also hier ist jetzt eine Tankstelle und ein Restaurant. Das hier kostet 45, das sind 11 Euro mit Aircondition, also mit Klimaanlage. Und jetzt werde ich mich hier ins Bett flitzen und meine Daten sichern. Da lädt schon meine Kamera und morgen geht's dann in die Wüste. Einen schönen guten Morgen. Ich habe euch erspart, wie ich aufgestanden bin, gefrühstückt habe und so weiter. Ich bin 30 Kilometer gefahren und jetzt bin ich hier. Könnt ihr das sehen? Puente Las Golondrinas. Via al Desierto de la Tatacoa. Das ist der Eingang zur Wüste. Es ist geil, weil es so ein bisschen abgefuckt hier, die Schilder und so weiter. Das ist die Straße nach Neiva. Die wollte ich eigentlich fahren. Aber ja, das ist das Schöne. Ich fahre ja immer eigentlich ohne Plan. Ich nehme mir irgendwie, krieg irgendwas gesagt. Das habe ich ja auch nur gesagt bekommen in Bogota. Ja, fahr mal hier zu der Wüste, ist super geil. Okay, fahre ich hier hin, aber ich hatte ja keine Ahnung, was kann man hier machen. Ich habe ein paar Fotos gesehen, die sehen cool aus. Aber was kann man hier machen? Wo fährt man hin? Weiß ich nicht, grob. Und gestern im Hotel hat die gesagt so, ja, du musst hier nicht die Hauptstraße fahren, eben diese Straße, wo hier halt auch so voll viele Trucks und so rumfahren. Achtung. Sondern, ja, du kannst hier Puerta del Desierto, also der Eingang zur Wüste, hier abbiegen und dann kannst du irgendwie quer durch die Wüste fahren. Und das machen wir jetzt mal. Naja, es ist natürlich tausendmal schöner als diese Riesenstraße zu fahren, auch wenn das andere nur eine Landstraße war, die war ja eigentlich ganz okay, aber das hier ist natürlich ein Traum. Und in den Orten ist es wie immer asphaltiert, also es ist jetzt der erste Ort, aber das ist ja typisch Südamerika und außerhalb der Orte ist nicht asphaltiert. Schmetterlinge fliegen hier rum, ein erstes Wasserloch. Eselchen. Sogar ein bisschen Schatten, richtig geil. Hallo? Einmal durchlassen bitte. Dankeschön. Okay, krass. Golondrinas, das ist diese Brücke. Sieht sehr dunkel aus. Gruselig. Licht.
Ah, wenn man die Sonnenbrille rauszieht, hochmacht, ist gar nicht so dunkel. Und das ist jetzt diese berühmte Brücke. Wow. Okay. Wow. Nicht so vertrauenserweckend, aber gut. Heilige Scheiße. So, da steht jetzt Touristpass bei Ferry, also eine Fähre. Und da steht aber La Victoria, das kenne ich, und Vieja und Potosi. Das habe ich auch mir gemerkt, weil das heißt so wie die Silberstadt in Bolivien. Bienvenidos a la Victoria. Hier sind wir jetzt schon in Victoria. 80 Meter Museum. So, schauen wir da mal rein, oder? Ins Museum. Also, sieht unscheinbar aus von außen. Und ist auch ein kleines Museum. Und er hat dann gesagt, kostet 10.000, sind 2 Euro, ja, 2,20 € oder so. Und ich sagte, okay, mach mal. Und er hat dann mir eine private Führung hier gegeben, weil es ist kein anderer da. Und das war super interessant tatsächlich. Also als Einführung für die Wüste ist es super cool. Denn, wie kann ich es zeigen? Hier, früher war die Wüste, ja, hier sind wir. Und früher, das hier ist der Amazonas, früher war das alles Amazonas. Und es gab dann hier Vulkane und dann haben die tektonischen Platten sich bewegt und dann ist das, sind hier die ganzen Sachen ausgestorben und es ist jetzt ein Trockenwald. Streng genommen ist es keine Wüste, sondern ein Trockenwald. Es wird eine Wüste genannt, weil es aussieht wie eine Wüste, aber ein Trockenwald. Und früher haben hier alle diese Tiere gelebt. Ja. Alles Mögliche. Sogar so elefantenartige Tiere. Und das sind alles Originalfossilien davon. Ja. Auch Delfine und so weiter. Und man kann das hier nochmal ganz gut sehen. Hier ist halt quasi ein Zeitstrahl. Ganz früher war halt hier richtig Dschungel. Und dann ist es immer weniger geworden. Und jetzt ist es nur noch so Kakteen. Ja. Trockener. Und es gab hier eben Delfine und das sind aber nicht, die sind nicht verwandt mit denen im Amazonas, die rosanen, die ich gesehen habe, sondern die sind verwandt mit denen im Ganges. Und man weiß nicht genau, wie die hierher gekommen sind. Also das ist interessant. Und halt diese ganzen Tiere, die waren halt früher gigantisch. Also die Schildkröte, die war halt 4 Meter der Panzer, 4 Meter Durchmesser. Ja. Und was haben wir noch hier? Wir kennen schon das Faultier von Patagonien. Hier ist das größte Faultier der Welt irgendwie. Das ist eine Fingerkuppe von dem Faultier. Man sieht hier meinen Finger, wie groß es ist. Das ist nur die Fingerkuppe. Das sind Tiere, die es hier heute gibt, so eine Art Marder. Das hier, die gibt es nur im Norden der Wüste, weil da eben mehr Vegetation ist. Ein Fuchs, so eine Art kleiner Puma und sowas. Ja, hier sieht man auch noch mal Kaiman. Ja. Früher, heute. Und auch der Kaiman, den gibt's hier nicht. Das ist einer aus Indien, vom Ganges. Auch der, also man weiß auch nicht genau, wie die Verbindung ist mit den Gangestieren, warum die nur im Ganges und hier gibt. Und das ist das Labor, da durfte ich auch rein eben. Super interessant, auch so Meteorsteine. Wenn ein Meteor einschlägt, dann die Steine drumherum, die werden irgendwie kristallisiert und jetzt ist es komplett schwarz. Und wenn das Licht drauf geht, tada! Wow! Und das sind Tiere, die es hier gibt. Und hier ist tatsächlich so eine Klapperschlange, die es noch gibt hier.
Ich bin ja durch die Tunnel gekommen und die Tunnel, hat er mir jetzt gesagt, die werden Todestunnel genannt oder die Touristen nennen sie Todestunnel, weil die so dunkel sind. Und man kann aber auch, ich habe ja gesagt, über diese Fähre kommen und da geht über den Fluss Magdalena und da wurde das hier gefunden. Hier eine Frau abgebildet und irgendwie 3 Frauen und irgendwelche anderen Sachen, Tiere und keine Ahnung. Und es ist nicht, man weiß nicht, was es ist. Es ist nicht von Indigenen, es könnte von den Ägyptern sein oder Hindu oder man weiß es nicht. Das ist ein Rätsel, wie es hierher gekommen ist. Es hat ein Fischer gefunden. Algunos dicen que es ovni, que es de otro planeta. Mhm. Manche sagen auch, es ist außerirdisch. Hier eine Schildkröte, eine neue Spezie, die gefunden wurde. Und wenn man eine neue Spezie findet, er hat die gefunden. ¿Cómo se llama? Mesoclemis vanegasorum, en homenaje a la familia Vanegas. Genau, er ist nach ihm benannt, Vanegas. No? Super cool. Sí, una nueva especie de tortuga. Und nun ein Zahn des Megalodons. Man sieht im Vergleich, der kleine Zahn ist von heute und der andere ist vom Megalodon. Und weil eben vorher keine Paläontologie, heißt es so, gab, sind halt viele Sachen von der Tatacoa-Wüste in anderen Ländern, unter anderem in Deutschland. Und das hier ist auch interessant, das ist ein Baum. Man sieht hier noch, hier ist noch wie Holz, ich darf das alles anfassen sogar. Es ist wie Holz, aber dann ist es hier schon versteinert. Also man sieht den Prozess hier ganz gut, dass es erst Holz ist und irgendwann wird es halt so versteinert. Mich kennt hier jetzt schon jeder, obwohl ich hier nur an dem Museum gehalten habe. Hier ist es jetzt wirklich, so viele Leute scheinen hier nicht vorbeizukommen. Und dann hat er gesagt, so ja, hier kommen ganz viele Deutsche vorbei. Vor einem Monat war schon mal eine deutsche Familie hier. Und er hat gesagt, ja, manchmal kann es bis zu 50 Grad haben, aber normal ist 38, 40. Das ist der Norden der Wüste. Es ist noch deswegen viel Vegetation. Es wird wohl im Süden weniger. Also hier ist jetzt eine Karte. Und so viel Ruta della Megafauna. So, ich bin jetzt von da gekommen. Von da geht's weiter. Usted está aquí, wo der links oben, Richtung Süden. Aber ich kann jetzt auch diese schwarze Strecke fahren. Das wäre hier lang. Dann könnte ich einmal so im Kreis fahren. Ich glaube, das mache ich mal. Mal gucken, wie die Strecke so ist und wohin es mich trägt. Da ist ja so ein Typ mit Motorrad und Zelt. Sieht gut aus. Ja, versuchen wir es mal. Es ist auch 1:30 Uhr, alles top. Ich habe Benzin. Geld habe ich nicht so viel, aber es reicht, glaube ich, für eine Nacht. Also, los geht's. Ich frage ihn mal, was er will. Buenas tardes. ¿Sí? ¿Sí conoce por ahí? No conozco, ¿no? Pero por ahí en Riera más. Yo solo una vuelta, ¿no? Sí. Pero le queda más por Villavieja. Ok. Más por aquí en Riera usted más.
¿Es? Se riega más, le queda más difícil. Más difícil. Sí. Pero es posible aquí también. Por aquí también puede salir. Sí. Pero toca Ich hasse das, como wenn die alejarle sagen, bien oh, el ist aber otro, schwierig da. ahí harta- Das ist doch geil, hier rumzufahren. Grad. Das könnte halt sein, dass mir das Wasser ausgeht. Ich habe gestern ungefähr 2 Liter in den Beutel gefüllt. Davon habe ich gestern schon getrunken und heute getrunken. Es ist richtig heiß. Wow! Hier sind auch coole Kakteen, der blüht sogar. So, jetzt ist hier das Mesón de la Tatacoa. Oh, könnte sogar sein, weil die anderen Sachen waren alle zu. Hier könnte sogar sein, dass hier was ist. Buenas tardes. ¿Estás abierto? ¿Sí? Perfecto. ¿Cómo estás? So, also, die machen was für mich. Hühnchen. Und ja, ist niemand hier. Bin froh, dass überhaupt noch was offen hatte. Jetzt erstmal hier eine kalte Cola, geil. Hier ist auch so ein bisschen Touristenzeug. Man kann hier auch Fanartikel kaufen. Wein, Kaffee, eine Flasche. Ja. Und T-Shirts. Und ein paar andere waren auch noch hier. Zum Beispiel Rudis Reisen. Und ja, Wäsche. Ist halt cool. Das ist immer in Overländer die Rede von irgendwelchen Pools und so. Man sieht man gar nichts. Ich bin jetzt hier mal runtergelaufen und tatsächlich hier ist ein Pool mit, sieht sauber aus. Voll geil. Also hier könnte man schon übernachten. Ich habe jetzt noch nicht nach dem Preis gefragt. Aber bei dem Wetter könnte ich halt mein Zelt aufschlagen. Das ist schon voll geil. Ich bleibe hier jetzt heute. Es ist jetzt auch schon irgendwie 15:30 Uhr, 16:10 Uhr sogar schon. Ja, eben hat es kurz geregnet, dann war starker Wind. Deswegen habe ich jetzt entschieden, dass ich hier zwischen diesen Kakteen, was natürlich auch ziemlich geil ist. Man kann da auch drinnen schlafen, da gibt es dann so, das kann ich mal kurz zeigen. Wie so eine Schlafkoje. Also wenn das Wetter ganz, ganz schlimm wird. Eben hat es kurz geregnet eben und da war es ziemlich windig. Also ich glaube, es kann sehr unangenehm werden.
Aber hier sieht man zum Beispiel, kann man auch so schlafen. Aber ich habe gesagt, ich schlafe in meinem Zelt. Ich habe es jetzt auf 20 runtergehandelt. Pool kann ich nutzen. Und ja, habe mich jetzt hier entschieden, dass ich es hier aufbaue. Dann habe ich hier den Blick und kann hier chillen. Und jetzt ist es auch wieder windstill und super heiß. Das heißt, ich werde jetzt mein Zelt aufbauen und dann in den Pool springen. Ich habe ein bisschen Kopfweh oder ziemlich Kopfweh, wo ich jetzt schon 2 Cola getrunken habe und noch eine Limonade. Ja, ich habe einfach zu wenig getrunken. Zelt ist aufgebaut. Die Folie habe ich jetzt noch nicht drüber gemacht. Ich meine, es ist so heiß, dann staut sich das noch mehr auf. Ja, es ist einfach krass, es ist einfach nicht abkühlt. Es sind einfach 37 Grad konstant. Aber es soll mir egal sein, denn ich habe bereits meine Badehose angezogen. Entschuldigung, der Wind. Und werde jetzt in den Pool gehen. Guten Morgen. Wahrscheinlich sehe ich wieder mal verknittert aus, wie immer, wenn ich im Zelt schlafe. Ja, Natur ist überragend. Es war leider kein so, also es war schon so, hier sind immer so blaue Flecken, da waren dann überragende Sterne, aber es waren halt immer so Wolken zwischendurch. Ja, und ich wollte es nochmal zeigen. Ich habe ja hier gezeltet heute. Ist gut. Aber jetzt ist es schon wieder brutal heiß, deswegen ist es 7:30 Uhr. Man muss jetzt aufstehen, sonst verglüht man. Deswegen habe ich jetzt hier auch schon die Matte hingelegt. Ich werde das jetzt hier hinlegen und das Zeug hier zusammen bauen, weil sonst gehst du kaputt. Und was ich noch zeigen wollte, ich habe jetzt zum ersten Mal ohne diese Plastikhaube geschlafen, also quasi nur mit dem Netz. Und das ist halt geil, man kann halt nachts dann super geil den Himmel sehen. Und ist halt ein bisschen kühler. Und das habe ich echt zum ersten Mal gemacht. Ist cool, es darf halt nicht regnen, ne? Wenn es regnet, ist es halt doof. So, die Sonne ist wieder unbarmherzig. Deswegen habe ich mich hier jetzt schon 3-mal rumgeschoben. Vorhin habe ich ja da gestanden, war kein Schatten mehr. Ich habe jetzt hier hinter den Kaktus gestellt. Und jetzt geht's los. Ich fahre jetzt nicht den Kreis fertig heute, sondern, habe ich gerade beschlossen, ich fahre nach Baraya. 23 Kilometer. 1 Stunde. Mal sehen. Ich habe da eine Finca entdeckt mit Pool und allem für 12 € das Zimmer. Mit inklusive Frühstück. Da bleibe ich mal 2 Tage. Und es ist noch mal eine andere Wüstenroute. So, jetzt sage ich hier noch kurz Tschüss. Ui. So. Gracias. Hasta luego. Ciao, ciao.
Geil, Alter. On the road again. Wenn du so den Tag startest, hier mit den Kakteen und der Strecke, ich weiß nicht, ob es geiler gehen kann. Da konnte ich jetzt keine Rücksicht drauf nehmen, sonst hätte ich ja den ganzen Weg wieder zurückfahren müssen. Und man hat ja gesehen, ich war nicht der Erste, der daran vorbeigefahren ist. Also hier lang würde jetzt der Weg weitergehen. Wieder zurück nach Villa Vieja, da war ich ja noch nicht, aber ich bin ja einmal im Loop gefahren. Aber ich fahre jetzt runter hier nach Baraya, Capital de Eterno Retorno. Also, ich bin jetzt in meinem Zimmer und es war sehr aufregend, denn das, was ich gebucht habe, das gibt's nicht. Ich habe dann auch dort angerufen, die Nummer existiert nicht. Ich habe eine E-Mail geschrieben, haben nicht geantwortet. Habe ich mal bei Booking.com angerufen, der gesagt so, ja, Entschuldigung, es tut uns sehr leid und wir werden Ihnen auch 50% extra gut schreiben fürs nächste Mal, aber Sie müssen noch mal anrufen in einer Stunde, weil die Check-in-Time ist noch nicht. Okay. Jetzt habe ich da nochmal angerufen. Jetzt sind natürlich keine Deutschen verfügbar. Habe ich mit einer Englischen gesprochen und die sagt so, ja, wahrscheinlich werde ich das zahlen müssen. Und dann habe ich so, ja, den Ort gibt es nicht. Ja, okay, 45 Minuten mit der rumgezackert und dann habe ich gesagt, ich möchte ihren Namen haben. Da sagt sie, sie darf nur den Vornamen rausgeben. Und dann habe ich auch gesagt, was ist denn mit den 50% fürs nächste Mal? Ja, dann, das geht nicht, weil wenn Sie sich jetzt was selber gesucht haben, dann erstmal muss Booking.com dann was suchen für Sie
das müssen sie dann ablehnen. Es gibt halt in diesem Ort, wo ich war, da gibt es kein anderes. Dann müssen sie dann ablehnen und so weiter und so fort. Da habe ich gesagt, canceln Sie es einfach. Jetzt habe ich eine Mail bekommen. Ja, wir haben Ihre Stornierungsanfrage erhalten. Die Stornierung ist mit Kosten verbunden. Wir haben die Anfrage gestellt, ob das Hotel die Stornierung erlässt. Und wir haben echt einen Dachschaden. Jedenfalls bin ich jetzt in einem anderen Hostel. Und ja, sitze im Hostel, ganz normal, eigenes Zimmer, gemischtes Bad, nichts mit Pool und so, wie ich das gebucht hatte. Gibt's ja auch nicht für den Preis. Deswegen hatte ich es auch gebucht, weil es so ein gutes Schnäppchen war. Naja, ich hatte die Schnauze voll, ich bin geladen und mir reicht's für heute. Schönen guten Morgen oder guten Vormittag. Heute geht's mir besser, keine Kopfschmerzen mehr. Es ist zwar immer noch ein Bullen heiß. Gerade in den Zimmern, das ist ja auch alles nur Ventilator, also ich habe nur Ventilator, weil sonst hier ist es relativ teuer in diesem Dorf. Da zahlst du halt dann 20 € oder so fürs Zimmer mit Klimaanlage. Aber jetzt zahle ich halt 5. Dafür frühstücke ich noch da und habe halt 2 Nächte genommen. Mit dem Booking, das hat mich immer noch abgenervt gestern. Oh Mann. Aber gut. Ich meine, es kann ja mal passieren, dass da irgendwie das nicht existiert. Aber dass sie dann erst sagen, ja, wir geben Ihnen eine Entschädigung, aber Sie müssen später nochmal anrufen, rufe ich später an und so, eine Entschädigung gibt es auf keinen Fall. Also ja, ich bin halt extra da hingefahren in den Ort, nur um da zu machen. Ja, aber Sie sind ja zu früh da gewesen, Sie sind ja nicht eingecheckt. Ja, weil es den Ort nicht gibt. Ja. Das habe ich ja 20 Mal gesagt, dass es den Ort nicht gibt. Ja, wir müssen jetzt erst noch mal sagen, wo es die Location ist. Ja, es gibt diesen Ort nicht. Das ist ein 5-Häuser-Dorf. Da gibt es nichts. Eine Riesenanlage mit Pool und so. Naja. Und die Telefonnummer ist ungültig und die antworten nicht auf die E-Mails. Also ich meine, ja, wenn die es halt verbocken, es ist ein Milliarden-Dollar-Unternehmen. Naja. Egal. Jetzt muss ich hier mal schauen, geradeaus. Heute mache ich jetzt die Südroute von diesem Loop, den ich machen wollte, wo ich dann extra zu diesem Unterkunft gefahren bin, die es nicht gibt. Hallo? Eine Sache noch, die Frau vom Hostel hat dann auch so, ja, es ist besser, wenn du ohne Helm fährst, weil es ist so heiß. Und da habe ich so, nee, ich fahre schon mit Helm, sonst verbrenne ich mir ja den Dez. Ah ja, okay. Also der Sicherheitsaspekt war überhaupt kein Thema, sondern nur die Sonne. Aber ja, man kann das schon verstehen, es ist einfach so heiß. Und ich bin natürlich total overdressed. Hier ist jetzt ein Observatorium, das größte. Könnte man auch nachts hingehen, wenn man möchte, glaube ich. Und hier ist jetzt irgendwas de Cusco. Schatten. Ist da. Da im Schatten. Perfekto. Poco mejor, no? Und jetzt bin ich hier, ist so eine kleine Hütte. Da ist das Labyrinth, ich kann es mal zeigen.
Da kann man jetzt runtergehen, spazieren, da spazieren Leute. Kann man sehen. Ich habe nämlich meine Flipflops mitgenommen, alles in meinem Camelback jetzt, Badehose. Und jetzt muss ich nicht in der heißen Motorradhose rumlaufen. Hab die ausgezogen, hab da einen Saft gekauft, nämlich es gibt hier auch so geile Säfte. Irgendwie con pulpa de Kaktus, also irgendwelche Früchte und dann ist da noch irgendwie vom Kaktus irgendwas drin. Hier, Fruchtfleisch vom Kaktus, das ist der Kaktus, den ich fotografiert hatte. Und sieht so aus. Das ist ja mega erfrischend. Und ich nehme jetzt meinen Camelback mit. Pack da meine 27 Kameras rein. Und die Stiefel, habe ich der Frau jetzt gesagt, hier, kann ich hier lassen? Ja, kannst du hier lassen. Also kann ich jetzt easy da runterlaufen. Mütze dabei, Sonnencreme dabei. Also ich lerne ja dazu. Das ist nicht. Allerdings lerne ich nur bedingt dazu, denn ich bin hier total zerstochen. Sieht man das? Und obwohl ich immer das Dings benutzt habe, Repellent, also hier Moskitospray, aber es ist halt so, weil du so schwitzt, ist es halt in 10 Sekunden wieder runtergeschwitzt. Naja, ich sprühe es jetzt nochmal drauf. Ich weiß jetzt nicht, wie schlimm es hier ist. Obwohl es so trocken ist, gibt es hier so Mini-Mücken. Naja, trink das jetzt schön und dann gehe ich runter, da ein bisschen wandern. Geil. Heute mal ein bisschen entspannter. So, ich bin angekommen, wieder da, wo ich gestern war. Gestern kam ich von da, bin nach Baraya gefahren, hier, ihr erinnert euch vielleicht. Und heute komme ich von da. Und ich habe den Windmove nicht dabei, ist ein bisschen windig. Hier, ich bin von da oben gekommen, bin hier gefahren, habe hier übernachtet. Hier runter nach Baraya gefahren, dann hier unten bis nach hier, Villa Vieja und heute hier lang gefahren. Insgesamt ist es ein schöner kleiner Abenteuerspielplatz. Hier unten ganz leichter Schotter, hier etwas schwieriger, aber auch nichts, was man nicht schaffen würde. Easy, also super toll. In dem Museum habe ich auch gelernt, dass es hier 70 verschiedene Bienen gibt. Und ihr seht, hier um mich herum sind gerade 7. Und die waren auch im Helm drin und so muss er echt aufpassen, wenn man den Helm aufsetzt, dass man dann nicht die Bienen da hat.
Um die Wüste zu verlassen, habe ich nicht den Weg durch die Todestunnel genommen, sondern die am Anfang angesprochene Fähre. Und das Witzige ist, dass das eine reine Motorradfähre ist, die auch ein bisschen abenteuerlich ist. Das ist wie Mr. Bean. Wenden in 70 Zügen. Holy shit. Das war's von der Tatacoa-Wüste. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken bei allen, die mir Genesungswünsche geschickt haben. Das ist super nett. Das gibt Kraft. Vielen, vielen Dank. Sobald es geht, sehen wir uns hier wieder. Also bis dahin, macht's gut, euer Ruti.